Oh nein, dieses blöde Handy. Das nervt mich wirklich. Immer klingelt es. Ich mache es jetzt einfach aus. Ach, kein Stress. Ich finde Handys super. Echt? Also praktisch ist so ein Smartphone schon, aber super? Naja, weil man mit dem Handy Nachrichten schicken kann. Ja, das stimmt. Also, ich habe vor ein paar Jahren eine Nachricht bekommen, aber die war gar nicht für mich. Oh, und dann? Eine Frau, Patricia, wollte einen Freund treffen. Ich habe dann nett geantwortet, so in der Art: Ich habe Zeit und gehe auch gern essen und ins Kino, aber ich kenne keine Patricia. Sie hat sofort geantwortet und hat sich entschuldigt. Und dann haben wir über einen Monat ganz viel geschrieben. Das war immer sehr lustig und nett. Aha, und habt ihr euch getroffen? Aha, und habt ihr euch getroffen? Oh ja, wir haben uns ein paar Wochen später getroffen. Wir sind essen gegangen und dann ins Kino. Seit einem Jahr sind wir verheiratet. Na, herzlichen Glückwunsch. Das ist ja eine tolle Geschichte. Na, dann ist klar, warum du Handys toll findest. Und heute unsere Umfrage zum Thema immer online. Ist das gut oder schlecht? Viele Hörerinnen und Hörer haben schon angerufen und ihre Meinung gesagt. Nun habe ich die nächste Anruferin am Telefon. Hallo, wer spricht da? Hallo, mein Name ist Susanna Kollar. Ich bin Studentin und brauche das Internet natürlich viel für mein Studium. Aber in der Freizeit bin ich gern offline. Das Internet kostet einfach zu viel Zeit. Man fängt zum Beispiel an, sucht etwas im Internet und klickt weiter und vergisst so total die Zeit. Ich finde, andere Dinge sind wichtiger. Freunde treffen, etwas in der Stadt machen, draußen sein. Man sollte einfach nicht zu viel Zeit online sein. Danke, Susanna. Dann viel Spaß mit deinen Aktivitäten. Und wie ist das bei dir? Wer bist du? Also, ich heiße Laurenz Schiebeck und komme aus Berlin. Ich brauche das Internet viel in der Arbeit. Das ist super und total nützlich für mich. Eigentlich bin ich in der Arbeit den ganzen Tag online. Und das finde ich okay. Ich suche Informationen, ich kann schnell Mails und Dateien schicken oder im Forum etwas fragen. Aber ich finde es auch wichtig, dass man mit Kollegen oder Kunden spricht und nicht nur Nachrichten oder Mails schickt. Dankeschön. Dann haben wir noch einen Hörer aus Leipzig. Kostas, oder? Wie ist deine Meinung? Genau. Kostas Petribis. Natürlich nutze ich das Internet. Aber nur wenig. Ich sehe auch die Nachteile. Die Menschen haben weniger direkten Kontakt. Meine Freunde und ich schreiben Nachrichten und posten Fotos. Aber für ein Treffen haben sie keine Zeit, weil sie Videos sehen oder online spielen wollen. Für Kinder ist das auch ganz schlecht. Ich finde, Kinder sollen nur wenig Zeit online sein. Sie sollen lieber mit Freunden zusammen spielen. Dankeschön, Kostas, für deine Meinung. Und unsere letzte Hörerin ist... Ja, guten Abend. Mein Name ist Mia Feldmann. Ich sehe das ganz anders als Kostas. Ich habe viele Freunde im Ausland und mit ihnen habe ich viel mehr Kontakt durch das Internet. Ich bin mit meinem Smartphone oft online und finde das überhaupt nicht schlimm. Für andere ist das doch egal. Und mir ist so nie langweilig. Ich kann Nachrichten schreiben, Zeitung lesen, Serien schauen. Im Internet gibt es fast alles und das nutze ich. Warum denn nicht? Danke. Es gibt also positive und kritische Stimmen. Und es gibt 1, Herr Bolling, 2, Thomas Weiß, 3, Sandra Bauer, 4, Christiane Weber, 5. Frau Wersch. Film 1. Den Film habe ich bestimmt schon 5-mal gesehen und finde ihn immer noch super klasse. Manche sagen vielleicht, die Schauspieler sind nicht toll, aber mir gefällt alles. Die Schauspieler, die Bilder, die Musik, echt super. Film 2. Also den Film habe ich mit meiner Freundin angesehen und der war ziemlich langweilig. 1, 2 Situationen waren auch lustig, aber eigentlich habe ich schon am Anfang gewusst, wie es zu Ende geht.
Natürlich mit einem Happy End. Das war nicht so spannend. Film 3. Gestern war ich im Kino und war eigentlich positiv überrascht. Das war ein guter Film mit einer interessanten Geschichte und auch noch ein paar Action-Szenen. Die Schauspieler waren nicht so gut, aber das hat mich nicht gestört. Film 4. Ich habe mich über den Film geärgert. Ich habe schon viele Filme von diesem Regisseur gesehen und die waren alle sehr gut. Dieser hier war okay, aber mehr auch nicht. Der Film war einfach nicht spannend genug und manches war nicht logisch.